Mit Serien könnt ihr euch in Outlook die Eingabe von Terminen und Aufgaben ungemein erleichtern und ihr könnt sogar Ausnahmen zu diesen Serien eingeben. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wir starten mit den Terminserien, gehen dann weiter zu den Aufgabenserien und am Ende möchte ich euch noch ein paar Herausforderungen, die es vor allem mit Terminserien zu bewältigen gibt, zeigen. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, ob euch dieser Tipp weiterhilft, welche Fragen ihr dazu habt und wenn euch der Tipp gefällt, dann hinterlasst mir auch gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, denn das hilft dann wiederum mir weiter. Ich möchte eine Terminserie eingeben, die regelmäßig mittwochs alle 14 Tage stattfindet. Und zwar Mittwochabend 18 bis 19 Uhr. Ich markiere diese Stelle, könnte man auch anders machen, aber ich mache das auf diesem Weg. Und jetzt könnte man wählen, neues Element, weitere Elemente, Terminserie. Ich würde allerdings hergehen und würde den Weg wählen, neuer Termin. Und dann gebe ich den Titel ein für diesen Termin. Und jetzt kann ich hier auf Serientyp klicken und die Serie festlegen. Und ihr seht, der merkt sich den Beginn und eigentlich gar nicht das Ende, sondern die Dauer. Und dann kann ich ein Serienmuster festlegen, täglich, wöchentlich, monatlich oder auch jährlich. Und dementsprechend ändern sich dann die Eingabemöglichkeiten. Und in unserem Fall möchte ich ja wöchentlich machen und zwar alle 14 Tage. Und jetzt habe ich hier wöchentlich jede Woche, also nehme ich wöchentlich alle 2 Wochen. Das wäre ähnlich, wenn ihr zum Beispiel nicht monatlich oder jährlich wollt, sondern wenn ihr vierteljährlich wollt, dann müsstet ihr auf monatlich gehen und dann bei monatlich alle 3 Monate eingeben. In unserem Fall aber jetzt wöchentlich und alle 2 Wochen. Und dann legt man noch die Seriendauer fest und in den neueren Outlook-Versionen steht hier jetzt endet am. Früher stand da kein Enddatum. Das ist grundsätzlich auch besser. Warum? Da gehe ich später noch kurz drauf ein. Wenn ich jetzt mit OK bestätige, wird die Serie angelegt. Die Serie steht jeden zweiten Mittwoch im Zeitraum von 18 bis 19 Uhr. Und ich könnte jetzt hier auf Serie bearbeiten gehen oder hier auf Serientyp, um die Serie nachträglich noch zu verändern. Und wenn ich auf Speichern und Schließen gehe, dann wird die Serie hier eingetragen. Ich sehe das hier unten auch an dem Seriensymbol. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal in 14 Tagen schaue, also am 4., am 18. und so weiter, ist jetzt diese Serie eingetragen. Und ich blätter mal vorwärts. Hier am 22. ist sie noch. Und dann am 5. Januar ist sie auch noch und am 19. ist sie nicht mehr. Und wenn ich diese Serie jetzt nachträglich ändern will, dann klicke ich mit einem Doppelklick drauf und kann jetzt sagen, ich möchte die gesamte Serie verändern, bestätige mit OK und kann dann hier in den Serieneinstellungen meine Änderungen vornehmen. Ich gehe mal zum heutigen Tag zurück. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, am 4. August eine Abweichung habe, nämlich dieses Peer Group Treffen findet ausnahmsweise nicht von 18 bis 19 Uhr statt, sondern von 16 bis 17 Uhr, dann ziehe ich diesen Termin einfach auf 16 bis 17 Uhr. Und jetzt habe ich eine Abweichung. Und dass das eine Abweichung ist, seht ihr an diesem durchgestrichenen Pfeilkreis. Und genauso könnte das sein am 18., nur dass ich diesmal nicht die Zeit verändere, sondern ich mache den Termin auf, wähle nur diesen Termin, bestätige mit OK und gebe jetzt Notizen zu diesem Termin ein, gehe auf Speichern und Schließen und ihr seht, auch das ist eine Abweichung. Also alles, was in einem einzelnen Termin dieser Serie anders ist, ist eine Abweichung und die wird immer mit diesem durchgestrichenen Kreis angezeigt. Gut, dann kommen wir zu den Aufgabenserien. Ich wechsle in die Aufgabenkomponente, ich wähle neue Aufgabe, gebe hier den Betreff ein und gehe jetzt zum Serientyp. Und hier habt ihr auch wieder die Serienmuster, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Ich möchte gerne monatlich und zwar immer am 5. jeden Monats und ich beginne das am 5. August.
und lasse es enden am 5. August 2022. Bestätige dann mit OK. Die Serie wird eingetragen. Ihr seht, die Aufgabe ist jeden Tag am 5. des Monats fällig im Zeitraum vom 5.8.21. bis zum 5.8.22. Gehe auf Speichern und Schließen. Die Aufgabe wird mir hier angezeigt und sie wird mir nur einmal angezeigt. Also nicht so wie im Kalender, wo jetzt dieser Termin alle 14 Tage einmal im Kalender sichtbar ist. Nein, ich sehe es hier nur einmal. Und erst wenn ich diese Aufgabe erledige, dann entsteht die neue Aufgabe im Rahmen dieser Serie. Ich zeige euch das mal, indem ich hier mal auf Erledigt klicke. Und in dem Moment, in dem ich auf Erledigt klicke, seht ihr, entsteht die neue Aufgabe mit dem neuen Termin. Und wenn ich die erledige, dann entsteht wieder eine neue. Und die alten sind unabhängig von der Serie, weil die damit sozusagen als eigene Aufgaben erstellt werden und die Serie, die besteht weiterhin für die Zukunft. Es gibt bei Aufgabenserien eine Besonderheit, wenn man mal in den Serientyp schaut, dann gibt es hier die Möglichkeit, neue Aufgabe erstellen, jeweils zum Beispiel einen Monat nach Abschluss der vorangegangenen Aufgabe. Also wenn ihr etwas habt, was nicht regelmäßig zu einem bestimmten Termin passieren muss, sondern was ihr halt so ungefähr einmal im Monat oder nach 4 bis 6 Wochen wieder machen wollt, dann wäre es besser hier zu sagen, neue Aufgabe erstellen, jeweils so und so lang nach dem Abschluss der vergangenen und nicht, dass das jeweils dann jeden Monat erscheint. Gut, dann kommen wir nochmal zu den Terminserien zurück und den Schwierigkeiten, die dort auftreten können. Und zwar zum einen ist es so, wenn ihr so eine Terminserie habt und ihr wollt die später verändern, also die gesamte Serie, sagen wir mal, statt von 17 bis 18 Uhr zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden lassen. Und ihr ändert hier den Zeitpunkt auf, sagen wir mal, 17 bis 18 Uhr und bestätigt mit OK. Dann gibt es eine Meldung. Wenn Sie bestimmte Termine in der Serie geändert haben, das wären also unsere Ausnahmen, werden Ihre Änderungen verworfen und diese Termine entsprechen erneut der Terminserie. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf OK klicke, ich mache das gerade mal nicht, wenn ich hier auf OK klicke, dann gehen die Ausnahmen verloren, also das heißt, diese Zeit wird angepasst, die Inhalte, die ich hier eingegeben hatte, werden angepasst, wenn einzelne Termine ganz ausgefallen sind und ich sie deshalb gelöscht habe, dann werden die angepasst. Also das Problem mit Terminserien ist, wenn ihr nachträglich hier in dem Serientyp irgendetwas ändert, sei es die Uhrzeit, das Endedatum, was auch immer, dann führt es dazu, dass alle Ausnahmen in der Serie in der Vergangenheit verloren gehen. Und wenn euch das interessiert, wie man damit umgeht, weil ihr vielleicht das braucht, weil es für euch wichtig ist, dass auch die Termine in der Vergangenheit richtig sind bei Serien, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann mache ich dazu mal ein Video. Und das Zweite, was immer mal wieder zu Problemen führt, ist, wir können natürlich nicht nur Serien im Kalender anlegen für Termine, also für das, was hier in der Zeitskala liegt, sondern auch für das, was als Ereignis eingetragen ist und natürlich auch für Besprechungsserien ist das möglich. Und bei Besprechungsserien gibt es immer wieder Schwierigkeiten, wenn ihr zum Beispiel eine langfristige Besprechungsserie habt und da wechseln jetzt die Personen, die da dazukommen oder nicht dazukommen, dann wird es oft sehr unübersichtlich. Und wenn euch das interessiert, wie ihr damit sinnvoll umgehen könnt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Denn das ist letztendlich dasselbe Thema wie mit dem Zurücksetzen von den Ausnahmen, was ich gerade beschrieben habe. Und dann würde ich dazu mal ein extra Video machen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.